Gebratene Nudeln sind eins der meistbestellten Gerichte bei Lieferdiensten überhaupt. Dabei bekommt ihr sie viel besser und günstiger zu Hause hin. Wir zeigen euch wie mit unserem Rezept für Chow Mein. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Für unsere gebratenen Nudeln stellen wir uns als erstes die Würzgrundlage her. Die besteht aus verschiedenen Soßen, ist ganz schnell zusammengerührt, aber das A und O für den Geschmack des Chow Mein. Alle diese Zutaten findet ihr in gut sortierten Supermärkten und sie gehören für uns in jeden Vorratsschrank. Hier haben wir schon Grund 1 fürs Selbermachen, die Zutaten sind leicht erhältlich. Noch ein Tipp für eine vegetarische Version: Nehmt statt Austernsoße 5 Esslöffel Ketchup Manis und verrührt sie mit 1,5 Teelöffeln Pilzpulver. Lasst dafür die dunkle Sojasauce weg, sonst werden eure Nudeln zu dunkel. Oder ihr nehmt Hoisinsoße, die eignet sich auch gut. Darin ist auch schon sehr häufig die berühmte Chinese Five Spice Mischung enthalten, die wir auch gleich in die Gewürzgrundlage einrühren werden. Das Pilzpulver ist optional, aber es gibt der reinen Gemüsevariante von Chow Mein, wie wir sie heute kochen, mehr Umami. Außerdem dürfen natürlich die Gewürze nicht fehlen. Wir haben hier unser selbstgemachtes Chinese Five Spice, das wir bereits für unser Orange Chicken verwendet haben. Wir stellen uns immer eine kleinere Menge Five Spice Pulver her und verbrauchen es innerhalb von 2 Monaten. Der Geschmack ist frischer als die gekaufte Variante und deshalb können wir es sparsamer dosieren. Das Gewürz besteht zu gleichen Teilen aus Fenchel, Nelken, Sternanis, Cassia-Zimt und Sichuan-Pfeffer. Wenn ihr es nicht selbst mahlen wollt, haben wir euch ein fertiges Pulver verlinkt. Ihr könnt die Würzgrundlage tatsächlich auf Vorrat herstellen und im Kühlschrank lagern, dann könnt ihr jederzeit ganz spontan Chow Mein kochen. Und das Coole an diesem Rezept im Vergleich zu Lieferdiensten ist, ihr habt 100%ige Kontrolle darüber, was ins Gericht kommt. Zuerst nehmen wir uns ein paar Karotten. Achte darauf, sie in feine Streifen zu schneiden, um eine gleichmäßige Garzeit zu gewährleisten. Denkt daran, dass die Karotten etwas dünner sein sollten, etwa 3 mm dünn. Sie sollten am Ende zwar noch ein wenig Biss haben, aber nicht komplett roh schmecken. Außerdem darf ein Kohlgemüse nicht fehlen. Wir haben uns hier für Chinakohl entschieden, aber es würde auch gut mit Weißkohl oder mit Spitzkohl klappen. Schneidet ihn auch in Streifen, aber lasst ihn ein bisschen dicker als die Karottenstreifen, weil der Kohl stark zusammenfällt. Zum Strunk hin wird der Chinakohl dicker. Diesen Teil solltet ihr in schön feine Streifen schneiden, damit er gleichzeitig mit dem Rest durch wird. Außerdem darf etwas Grünes nicht fehlen, sowohl für den Geschmack als auch für die Optik. Wir nehmen hier unsere geliebte grüne Chili, ihr könnt aber auch alternativ eine grüne Paprika oder eine grüne Spitzpaprika nehmen. Wir geben noch gerne kleine Maiskörbchen dazu, halbiert sie der Länge nach, damit sie im Gericht nicht vorschmecken. Außerdem sind die eingelegten Maiskörbchen leicht säuerlich, deswegen haben wir uns beim Essig in der Soßengrundlage ein wenig zurückgehalten. Wenn ihr lieber auf die Maiskörbchen verzichten wollt, dann erhöht den Essiggehalt in eurer Gewürzgrundlage entsprechend. Boah, ich liebe diese Party-Maiskörbchen. Das ist bei uns immer an Weihnachten so Raclette. Das ist jetzt unsere Variante von Chow Mein, aber es ist der Wahnsinn, wie viele Varianten es davon global gibt. Dank der chinesischen Diaspora hat sich das in der ganzen Welt etabliert. Und es gibt Steamed Chow Mein, es gibt Crispy Chow Mein, es gibt sogar Chow Mein Burger. Also wenn ihr noch andere Varianten haben wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare. In Deutschland feiert die chinesische Küche mittlerweile ihr 100-jähriges Jubiläum. Die ersten Restaurants entstanden wohl in den 20ern in Hamburg und richteten sich eher an die Crews chinesischer Schiffe. Mit dem Tianjin in Berlin öffnete dann aber 1923 das erste chinesische Restaurant für deutsche Kunden seine Türen. Ihr seht also, auch in Deutschland hat die chinesische Küche eine relativ lange Tradition. Kommen wir zu den Nudeln. Es gibt zwar auch spezielle Chow Mein Nudeln, aber wir haben mit Mie-Nudeln ebenfalls gute Erfahrungen gemacht. Seid bei der Zubereitungsempfehlung auf der Packung immer ein wenig vorsichtig, gegebenenfalls sind sie nicht immer richtig für einen Stir-Fry. Manche Nudeln muss man kochen, bei anderen reicht es, wenn ihr sie im kochenden Wasser ziehen lasst. Wichtig, die Nudeln kochen wir 1 Minute kürzer als auf der Packung angegeben. So sind sie nicht zu weich fürs Braten im Wok. Lasst sie aber nicht zu lange stehen, sonst fangen sie an zu kleben. Deshalb die Nudeln immer erst kurz vorm Braten kochen. Schreckt die Nudeln kurz ab und stellt sie zur Seite. Jetzt sind wir auch schon bei Grund 3 zum Selbermachen. Es ist eine kostengünstige Mahlzeit. Pro Portion kostet euch die selbstgemachte Variante 2 Euro. Zum Vergleich, beim Lieferdienst in München zahlt man zwischen 9 Euro und 14,90 Euro für gebratene Nudeln mit Ei oder Tofu. Als erstes brate ich mir ein Ei in ein wenig Öl an. Sobald das Ei stockt, wird es zerhackt und wieder rausgeholt.
Karotten, Zwiebeln und Knoblauch gebe ich gleichzeitig rein. Die Zutaten bleiben leicht bissfest. Auf Ingwer haben wir heute bewusst verzichtet, so schmeckt es wirklich wie vom Takeaway. Nach etwa einer Minute gebe ich schon den Weißkohl rein und brate ihn 2 Minuten, bis er eingeht. Dieser typische Kohlgeschmack ist essentiell für unsere Geschmackskombi. Gib nun nacheinander die anderen Zutaten zusammen mit den Nudeln in den Wok. Jetzt könnt ihr darüber die Soße verteilen und alles gut unterheben. Da ich nicht der beste Pfannenschwenker bin, ist mein Tipp, arbeitet mit so einer Zange, das erleichtert das Unterheben ungemein. Jetzt nur noch mit Salz abschmecken und mit einem Esslöffel geröstetem Sesamöl verfeinern, damit die Nudeln schön glänzen. So schmecken sie nicht trocken und wir haben trotzdem viel weniger Öl verwendet als im Restaurant. Und damit ist euer Chow Mein auch schon fertig. Ihr könnt es direkt nachkochen, am besten speichert ihr das Video direkt ab und dann sehen wir uns beim nächsten Rezept. Bis dahin, tschüss! Lange Nudeln.